Von zu Hause ausziehen fand ich erstmal richtig geil. Aber dann wurde ich zum ersten Mal richtig krank. Ganz ehrlich, Freunde, es ging mir echt beschissen. Ich war total hilflos. Mama weit weg, die Freunde feiern und egal welche Symptome ich eintippe, Google sagt mir, dass ich sterben muss. Und jetzt? Ist klar, Mama. Das Thema Hausarzt ging lange Zeit an mir vorbei. Ich habe einfach keinen Arzt gebraucht. Kurze Frage. Wie alt wart ihr, als ihr das erste Mal einen Hausarzt gesucht habt? Das war, als ich von zu Hause ausgezogen bin, also mit 18. Also eigentlich habe ich mir noch nie einen Hausarzt gesucht. Ich habe immer nur den genommen, der gerade in der Nähe war. Ich sag's euch, Freunde. Euer Hausarzt ist euer wichtigster Partner fürs Leben. Für 88% aller Deutschen ist es der wichtigste Ansprechpartner bei allen medizinischen Belangen. Ich bin jetzt hier seit 12 Jahren Hausärztin und neben den Vorsorgeuntersuchungen habe ich folgende Aufgaben. Ich muss die Patienten mit akuten oder länger anhaltenden Beschwerden und Krankheiten versorgen. In meiner Praxis können auch kleine Platzwunden versorgt werden oder kleine Operationen durchgeführt werden. Ein Hausarzt ist ein Allgemeinmediziner oder Internist, also ein Arzt der inneren Medizin, der Profi für alle Organe hier drin. Er ist dafür ausgebildet, Erkrankungen zu erkennen und richtige Maßnahmen einzuleiten. Das heißt, er kann euch selbst behandeln, hat aber auch den Überblick, wann ein anderer Arzt zu Rate gezogen werden muss. Dann kümmert er sich um die Überweisung, also er reicht dich quasi an einen spezialisierten Kollegen weiter. Der Hausarzt hat eine zentrale Funktion. Er kennt euch und eure Krankheitsgeschichte und bemerkt Dinge, die anderen Medizinern vielleicht durch die Lappen gehen. Er entscheidet außerdem, was er selbst behandeln kann und wann ihr einen Spezialisten braucht. Zum Beispiel, Freunde. Ich fühle mich in letzter Zeit total energielos und muss die ganze Zeit pinkeln gehen. Also wirklich die ganze Zeit pinkeln. Also sollte ich vielleicht mal zum Urologen gehen. Frau Dr. Wendel? Frau Dr. Wendel! Unbedingt erstmal zum Hausarzt, weil der kann so ein bisschen die Richtung weisen. Die Beschwerden können auch sehr unterschiedliche Ursachen haben. Zum einen könnten sie tatsächlich eine Erkrankung der Harnwege sein. Zum anderen könnten die Beschwerden aber genauso gut auf eine Stoffwechselerkrankung hinweisen. Zum Beispiel Diabetes mellitus, also Zuckerkrankheit. Aber wo finde ich denn jetzt meinen Mediziner oder meine Medizinerin fürs Leben? Ich habe mir meinen Hausarzt damals online gesucht und da war es mir besonders wichtig, dass der eben bei mir in der Nähe ist, damit, wenn ich krank bin, ich nicht durch halb Berlin gurken muss. Und ich habe gleichzeitig auch geguckt, ob er denn eine Spezialisierung hat, die zu meiner Krankheitsgeschichte passt. Wenn ihr neu in einer Stadt seid und noch niemanden kennt, könnt ihr auch Google oder die Suchmaschine der Bundesärztekammer fragen. Wichtig ist, in Deutschland gilt freie Arztwahl. Das heißt, wenn ihr unzufrieden mit eurem Arzt seid, könnt ihr ihn auch ganz einfach wechseln. Ich habe eine Zeit lang mal nach einer Diagnose gesucht und habe da viele gute, aber auch sehr viele schlechte Erfahrungen gemacht. Mir ist besonders wichtig, dass der Arzt sich Zeit nimmt und mir zuhört, der versteht, was ich ihm sagen will, nicht irgendwas falsch interpretiert und mich auch einfach nicht so durchwischt, sondern ja, sich wirklich Zeit nimmt und versucht mit mir diese Sache herauszufinden. Und wenn das nicht der Fall ist und ihr euch einfach nicht wohlfühlt, dann seid ihr an der falschen Adresse. Wenn ich euch eine Sache mitgeben kann, sucht euch einen Hausarzt, bevor es brennt. Sonst geht's euch am Ende so wie Lisa. Ich habe relativ häufig Bauchschmerzen und als ich eines Morgens aufgewacht bin und die so ein bisschen stärker waren als sonst, habe ich mir zuerst mal nichts gedacht und bin ganz normal in meinen Tag gestartet und irgendwann konnte ich dann aber nicht mehr aufrecht stehen und dachte mir, vielleicht ist das doch mal der Moment, zur Notaufnahme zu gehen und ich bin dann dort tatsächlich auch hingelaufen. Und als ich da ankam, hat man mir gesagt, oh, das, was Sie da haben, das ist eine Blinddarmentzündung und wir müssen die ganz, ganz schnell operieren. Wenn Sie jetzt ein bisschen später hier gewesen wären, dann wäre das ganz schön brenzlig geworden. Gelaufen. Boah, die ist ja knallhart. Also Freunde, ihr habt so komische Schmerzen, die immer schlimmer werden, dann ist das der perfekte Zeitpunkt, den Hausarzt anzuhauen. Wenn ihr dringend mal eine Behandlung nötig habt, dann hat euer Hausarzt nämlich Behandlungspflicht. Das heißt, er muss euch dran nehmen oder an einen Kollegen überweisen. Und bei Bedarf machen Hausärzte auch mal Hausbesuche. Wenn ihr euren Hausarzt mal nicht erreichen könnt oder generell noch keinen habt, dann könnt ihr auch den ärztlichen Bereitschaftsdienst anrufen. Da sitzen auch Allgemeinmediziner, die eure Lage einschätzen können und zum Beispiel sagen können, ob ihr einen Krankenwagen braucht oder nicht.
Okay, Freunde, kleine Anekdote von mir. Als ich etwa 16 war, war ich einmal auf einem Fußballturnier. Jedenfalls gab es eine Situation, in der ich richtig schön tackeln wollte und dabei irgendwie hingefallen bin, hinten auf meine Arme. Und in dem Moment ist mein Arm richtig, also hier quasi einmal so umgeknickt. Ich erinnere mich noch genau daran, es ist einfach nur mega viel Adrenalin in meinen Körper geschossen. Und ich dachte so, okay, es tut schon weh und mir war auch irgendwie voll schwindelig und ich habe kurz schwarz gesehen. Aber ich dachte, das ist normal, wir haben uns angestrengt, kann passieren. Ich habe das ganze Fußballturnier noch mitgespielt und am Abend habe ich dann meiner Mutter erzählt, dass mein Arm irgendwie mega weh tut und ich den einfach gar nicht mehr bewegen kann. Wir sind ins Krankenhaus gefahren, um die Diagnose zu bekommen, dass sowohl Elle und Speiche komplett durchgebrochen sind, also Armbruch. Ja, und dann musste ich erstmal das nächste halbe Jahr einen Gips tragen. Ja, und obwohl ich das ganze Spiel auch mit gebrochenem Arm gespielt habe, haben wir trotzdem nicht gewonnen. Also macht mir das bloß nicht nach. Anzeichen, dass ihr mal in der Notaufnahme vorbeischauen solltet, sind zum Beispiel, wenn sich irgendwas bewegt, was sich eigentlich nicht bewegen sollte, oder irgendwas absteht, was eigentlich nicht abstehen sollte. Oder wenn ihr starke Schmerzen habt, die immer schlimmer werden. Oder starkes, mehrtägiges Fieber. Bei Schwindel oder Ohnmacht und zum Durchchecken nach Unfällen. Also zum Beispiel bei Fußballunfällen. Und bei hohem Blutverlust. Kann mir mal jemand einen Krankenwagen rufen? Krankenwagen? Schnell! Es ist so, dass in die Notaufnahme akute lebensbedrohliche Zustände gehören. Das sind zum Beispiel ganz schwere Unfälle oder schwere Atemnot, plötzliche Lähmungen oder Sprachstörungen oder Taubheitsgefühl in irgendeinem Körperteil, schwere Schmerzen, zum Beispiel in der Brust bei Verdacht auf Herzinfarkt. Und wichtig ist auch, rennt bitte nicht wegen jedem Scheiß in die Notaufnahme. Da sollten wirklich nur die sitzen, die dringend Hilfe brauchen. Bevor ihr also den Krankenwagen ruft, klingelt erstmal bei eurem Hausarzt oder dem ärztlichen Bereitschaftsdienst durch, um zu erfahren, was zu tun ist. Ich meine, ihr wollt ja nicht, dass Fälle wie Lisa warten müssen, nur damit ihr mit eurem akuten Schnupfen behandelt werdet. Es muss nichts Dramatisches sein. Ein Hausarzt ist auch dafür da, um euch eine Krankschreibung zu geben. Gesetzlich seid ihr dazu verpflichtet, spätestens ab dem 4. Krankheitstag einen Attest vorzulegen. Sonst kann der Arbeitgeber eure Gehaltszahlung aussetzen. Also, ein Hausarzt braucht im Grunde jeder. Ja, und es ist auch ganz wichtig, dass ihr euch darum nicht erst dann kümmert, wenn es ernst wird. Und sucht jemanden, dem ihr vertraut und der euch sympathisch ist. Und wenn es nicht der Fall ist, dann sucht einfach weiter. Ja genau, denn im Idealfall begleitet euch euer Hausarzt euer Leben lang oder zumindest bis zu eurem nächsten Umzug. Und selbst dann, wenn es hart auf hart kommt, dann gibt es ja immer noch den ärztlichen Bereitschaftsdienst. So, Freunde, sagt mal, wie ist es bei euch? Seid ihr hypochondrisch veranlagt und geht oft zum Arzt oder doch eher in der letzten Sekunde? Schreibt es mal in die Kommentare. Und wenn euch die Folge gefallen hat, nicht vergessen, Daumen nach oben geben und den Kanal abonnieren für neue, tolle Videos. Ja, und schaut unbedingt auch mal unten in der Infobox vorbei. Da gibt es nämlich unseren Instagram-Account und auch den Link zu einem anderen coolen Funkformat. Oh, ist echt gut, dass der Drehtag vorbei ist. Ich krieg langsam echt so ein bisschen Nackenschmerzen. Nackenschmerzen? Sag mal, Ja. das ist doch der Blinddarm. Du solltest zum Hausarzt gehen. Geh zum Hausarzt. Hausarzt deines Vertrauens. Okay, ja.